Es hat wirklich alles zusammengepasst. Nemo kommt ins Malmö Arena. Da ist der Champ. Eurovision Song Contest 2024. Switzerland. The magic moment, ladies and gentlemen. Die Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest zum 3. Mal und bekommt seine Trophäe überreicht von der Loreen, Siegerin 2023. There it is. Oh! This is it! Ich hoffe, ihr steht daheim schon längst in der Stube, tanzt um, jubelt. So muss es sein. What do you want to say to all of your fans? Was willst du uns sagen? I want to say thank you so much. I hope this contest can live up to its promise and continue to stand for peace and dignity for every person in this world. Hofft, dass der Sieg für wirklich Gleichstellung, für die Berechtigung, für den Frieden im Welt steht. Thank you. Congratulations. Es ist ein historischer Moment. Nemo knackt den Code und gewinnt den 68. Eurovision Song Contest. Nemo und die Fans im Freudentaumel. Der 3. Schweizer Sieg am größten Musikwettbewerb ist Tatsache. Grund zu jubeln gab es bereits 2 Tage vorher. Zum 5. Mal in Serie qualifiziert sich die Schweiz für das Grand Final. Switzerland. Nemos Auftritt begeistert Europa. Ich fühle mich mega erleichtert. Es ist gerade sehr viel auf einmal, sehr viele Emotionen, sehr viel zu verarbeiten. Aber es ist unglaublich auf dieser Bühne und ich habe die Energie von allen Leuten gespürt. Und ich habe den Ammonit dabei gehabt, von meinem Papi, den er mir geschenkt hat. Und einfach irgendwie, wir müssen denken, wie es einfach sein könnte auf der Welt, wenn alle so dürften sein, wie sie sind. Und es hat mich mega emotional gemacht und ich bin mega dankbar, hier dabei zu sein. Es liegt eine intensive Zeit hinter Nemo und Nemos Team. Während Monaten wurde auf diesen einen Moment hingearbeitet. Das Grand Final am Eurovision Song Contest. Nur noch wenige Stunden bis zum Auftritt in der Malmö Arena. Nemo gehört seit Wochen zum erweiterten Favoritenkreis auf den ESC-Sieg. In den Wettquoten liegt The Code auf dem 3. Platz. Was wirklich zählt, ist einfach wirklich der Abend selber und was die Performance in diesem Moment anbelangt, wie kann ich meine Emotionen überbringen. Das ist so die Hauptsache, wo ich mich darauf fokussieren will. Auf alles andere habe ich wirklich keinen Einfluss drauf. Darum fokussiere ich mich auf das, wo ich den Einfluss wirklich drauf habe. Und das ist, mich vorzubereiten für die Performance und alles zu geben in diesem Moment. Nice, it's time. Hey. Go! Woo! Woo! 200 Millionen Fernsehzuschauende werden Zeuge eines magischen Auftritts.
Begeisterung in der Malmö Arena ist riesig. Aber auch von den internationalen Jurys wird Nemo gefeiert. Nemo, Switzerland! Die Schweiz bekommt erst die 12 von der Jury. Und schaut das an. Switzerland! Die Schweiz, 12 Punkte von Luxemburg, danke vielmals. Switzerland! Schon wieder die Schweiz. Oh, Switzerland! Les Spitzeners! Pour la Suisse! Switzerland! Switzerland! We finally found you, Nemo, in Switzerland. Und findet Nemo, sie haben ihn gefunden in der Schweiz. La Suisse! 12 points. Die Schweiz bekommt also 22 Mal 12 Punkte von den Länderjurys. Das ist neuer Rekord. Noch nie bekam ein Land so viel mal 12 Punkte wie die Schweiz. Beim Televoting hat dann aber Kroatien die Nase vorn und setzt sich an die Spitze. Was jetzt noch fehlt, sind die Televoting-Punkte für die Schweiz. Zum Sieg braucht Nemo mehr als 182 Punkte. Croatia or Switzerland? Kroatien Are you ready? oder Schweiz. Wir sind parat. Ich halte es nicht aus. Bringt das Okay. Resultat. Here we go. Meine Damen und Herren, Switzerland. die Schweiz bekommt From the public von den Zuschauerinnen und have Zuschauern received 220. Die Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest 2024. Nemo, The Code, crazy! Switzerland! Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Es ist der absolute Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Wir haben an Nemo geglaubt. Nemo hat geliefert. Nemo war sensationell auf der Bühne. Danke Europa für Punkte. Und das heisst, die Schweiz schreibt Schweizer Eurovision-Geschichte. Nach 1956, Les Asia, 1988, Céline Dion, 2024, Nemo, The Code. Und was soll man sagen? Herzliche Gratulation, es ist ein unglaublicher Abend und wir werden feiern. What the fuck? Ich kann es nicht glauben, wir haben den Eurovision in die Schweiz geholt. Es fühlt sich noch so ein bisschen wie ein Traum an. Ich habe vor 5 Tagen geträumt, dass ich die Eurovision gewonnen habe. Aber ich habe auch schon geträumt, dass ich rausgehe. Loreen haben wir jetzt noch mal gegeben. What the fuck? Also ich weiss nur noch, dass irgendwie, das hat angefangen mit 12 Points in Switzerland und ich habe gedacht, was ist jetzt schon, beim ersten kommt noch 12 Punkte von der Schweiz und dann, hey, wir haben so viel Support bekommen von so vielen Ländern, wo vielleicht Leute nicht sehr viel Verständnis haben für non-binäre Menschen. Das hat mich am meisten gefreut. So, Länder zu sehen, die Freude hatten, jemanden zu sehen, sich selber zu sein auf der Bühne, bedingungslos. Und das gibt mir mega viel Hoffnung für die Zukunft. In der most risikofreien Zone, die ich hatte, an diesem ganzen Contest, zerstöre ich erstens mal den Pokal während meiner Performance, weil ich ein bisschen zu fest am Boden liege. Und schneide mir dann den ganzen Daumen auf. 8-mal ist nichts passiert auf dieser Dreischeibe, bin ich kein einziges Mal runtergefallen. Und dann, wenn ich keine Dreischeibe habe, dann schneide ich mir gerade den Finger. Gerade abgeht. Meine Erwartungen, die ich an diesem Event hatte und an diese Zeit bis dahin komplett übertroffen. Ich hätte mir das nicht in meinen
wildsten Träume so schön vorstellen und so inspirierend, das alles zu machen und da dabei zu sein und mit diesem Song. Alles gepackt, würde ich sagen. Ja. Dass der Song so viele Leute berührt, ist alles mega schön. Ich bin mega dankbar.